Fehler passieren, aber was macht der Browser, wenn sich Bugs in HTML und CSS einschleichen? Ahoi beim WebDevLab. Ich zeige dir heute, wie fehlertolerant der Browser ist, was Forgiving Selectors sind und wie du gar nicht erst auf Vergebung hoffen musst. Forgiving Selectors. Schreibst du im CSS einen Selektor und machst einen Fehler in der Syntax, dann greift dieser Selektor nicht. In den Developer-Tools deines Browsers bekommst du davon leider auch nichts mit, denn dort werden nur gültige Selektoren angezeigt. Dasselbe Problem besteht, wenn du eine Liste von Selektoren hast. Selbst wenn 2 von 3 Selektoren gültig sind, sorgt der eine ungültige Selektor dafür, dass die gesamte Liste ungültig wird und stillschweigend unter den Tisch fällt. Glücklicherweise gibt es seit einiger Zeit die Pseudoklassen is und where. Beide nehmen Listen von Selektoren entgegen, aber ist hier ein Selektor ungültig, behalten alle anderen Selektoren ihre Gültigkeit. Das nennt man Forgiving Selectors, da sie einem einen Fehler quasi vergeben. Der Unterschied zwischen is und where ist übrigens, dass is die Spezifität des Selektors mit der höchsten eigenen Spezifität übernimmt, im Gegensatz zu where. Wenn du gerne nochmal eine Erklärung hättest, wie das mit der Spezifität funktioniert, dann findest du in meinem Video zu den Grundlagen von CSS ein Kapitel dazu. Is und where sind übrigens seit 2021 in allen großen Browser-Engines vorhanden und können daher ziemlich sicher eingesetzt werden. Fehler in CSS-Deklarationen. Ist der CSS-Selektor gültig, kann es immer noch zu Fehlern in einer Deklaration kommen. Er wirkt sich allerdings nicht auf alle Deklarationen aus, sondern nur die eine fehlerhafte Eigenschaft wird nicht beachtet. Hier greift dann das C aus CSS, die Kaskade. Ist eine Eigenschaft ungültig, fällt der Browser auf eine frühere, gültige Deklaration zurück. Die Kaskade hat übrigens auch ein Kapitel in meinem Grundlagenvideo zu CSS. Fehler im HTML. Zuallererst solltest du checken, ob am Anfang deines HTML-Dokuments der Doctype korrekt gesetzt ist. Der Browser gibt zwar auch mit einem fehlerhaften Doctype immer noch sein Bestes, das HTML korrekt zu interpretieren, aber das kann zu sehr ungewöhnlichem Verhalten führen. Ist der Doctype korrekt und der Browser weiß, welcher HTML-Standard deinem Dokument zugrunde liegt, gilt, dass der Browser sehr gnädig mit HTML-Fehlern ist. Schreibst du zum Beispiel einen HTML-Tag, das es so nicht gibt, dann geht der Browser einfach drüber hinweg und zeigt die Inhalte des Tags an. Das fehlerhafte Tag wird dann als allgemeines Inline-Level-Element behandelt. Da ein Browser HTML-Tags an öffnenden und geschlossenen Klammern erkennt, ist hierbei ein Fehler schon gravierender. Vergisst du eine schließende spitze Klammer, wird alles bis zur nächsten schließenden spitzen Klammer als Teil des Tags gewertet und nichts davon sichtbar angezeigt. Bei fehlenden Anführungszeichen ist das ähnlich. Vergisst du ein abschließendes Anführungszeichen, interpretiert der Browser innerhalb des Tags alles zum Attribut gehörend, bis die nächsten Anführungszeichen kommen. Da aber natürlich dann öffnende Anführungszeichen fehlen, weil diese ja dem vorigen Attribut zugerechnet wurden, verschiebt sich das Problem nur. Das Ergebnis, die Attribute haben nicht die Auswirkungen, wie sie sollten. Im Beispiel hat das Anchor-Tag kein korrektes href-Attribut und damit funktioniert der Link nicht. Bugs im HTML sind leider nicht immer so einfach zu entdecken, da es keine richtige Fehlerausgabe gibt. Wenn du dann noch die Elementansicht der DevTools verwendest, bist du auch verloren, denn die können keine Syntaxfehler anzeigen und präsentieren einem höchstens komische Interpretationen des fehlerhaften HTMLs. Hier ist das A-Tag angeblich einmal im P vorhanden und dann nochmal danach. Schaust du in den Seitenquelltext, kann ein Fehler schon offensichtlicher sein, je nachdem wie umfangreich die Seite und sauber formatiert das HTML ist. In diesem Fall wird der Fehler hier jedenfalls etwas offensichtlicher. Fehlern vorbeugen. Um Syntaxfehlern vorzubeugen, solltest du einen Code-Editor verwenden, der Syntax-Highlighting unterstützt. Dort fällt dann bereits in der Formatierung auf, wenn irgendwo etwas nicht stimmt, bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Arbeitest du mit CSS Custom Properties, kannst du bei der Verwendung einer Variablen einen Fallback-Wert angeben, falls die Variable ungültig sein sollte. Und arbeitest du mit ganz neuen CSS-Features, die die Browser deiner User eventuell noch nicht kennen, kannst du mit Hilfe von Add-Supports eine Feature-Abfrage in CSS schreiben. Im Beispiel fragen wir, ob der Browser Line-Clamp unterstützt und benutzen es in dem Fall. Ist das hingegen nicht der Fall, greifen wir auf den alten Workaround zurück, der weiter verbreitet ist, sofern die hierfür benötigten Features unterstützt werden. Zu guter Letzt gibt es vom Standardisierungsgremium für Webstandards, dem W3C, auch sogenannte Validatoren. Da kannst du die Adresse einer Website von dir eingeben und dieses Tool prüft dann, ob du Fehler in deinem HTML oder CSS hast. Genug von Bugs im Browser. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.